Hi an alle, mein Name ist Fabian Hornstein und ich bin schon seit einigen Jahren bei der HOMAG. Für mich ist es dieses Jahr die 3. Ligna. Die Ligna ist natürlich das Ereignis für uns bei HOMAG. Und dieses Jahr möchte ich ganz genau wissen, wie das alles funktioniert. Und dafür treffe ich mich jetzt mit Thomas Storz. Hi Thomas, freut mich hier zu sein. Hi Fabian, herzlich willkommen in unserer Messehalle in Schopfloch. So Thomas, Messe und du, wie spielt es genau zusammen? Was ist eigentlich deine Rolle? Ich leite das Messeteam im zentralen Marketing. Wir haben die ersten Ideen, wir konzipieren, wir planen und wir setzen die Messe um. Und ich in Persona, ich packe auch hin und wieder mal kräftig an. Ja, das sehe ich natürlich hier jetzt auch schon in der Messehalle in Schopfloch. Was hat diese Messehalle für uns für einen Zweck? In der Messehalle da lagern sämtliche Materialien, die wir benötigen, um Messe zu machen. Das heißt, technische Materialien, damit wir unsere Maschinen vorführbereit hinbekommen. Wir haben Mobiliar für Kommunikationsareas und Kommunikationsszenerien. Wir haben Medienequipment für Software- und Servicestände und das haben wir alles hier unter einem Dach eingelagert. Thomas, das waren jetzt schon sehr viele verschiedene Beispiele, was wir hier alles eingelagert haben. In Bezug auf Ligna, hast du da ein ganz konkretes Beispiel, was wir hier mit einlagern? Ja, Fabian, da sind wir hier für die Ligna an der richtigen Stelle. Was wir hier sehen, ist der Messestand von Weinmann für die Halle 13, für die Zimmereihandwerker. Diesen Messestand werden wir nächste Woche perspektivisch aufbauen als Probeaufbaustand. Probe aufbauen heißt, ihr nehmt alles, was wir jetzt hier sehen, baut es einmal auf, baut es wieder ab und baut es auf der Messe dann nochmal auf. Exakt, richtig. Warum tun wir das? Weil wir diesen Messestand konzipiert haben für ein kleines Standkonzept. Jetzt wird der Stand 3-mal so groß und das heißt, er muss mitwachsen. Und das möchten wir testen natürlich. Wir müssen neue Materialien verbauen und es wird hier in der Halle Probe aufgebaut tatsächlich. Super beeindruckend. Ja. Haben wir noch ein weiteres Beispiel? Ja, auf jeden Fall. Komm mit. Hier zum Beispiel siehst du ein Bauteil, das wir für unseren Messestand in der Halle 27 nehmen werden. Das sind große Holzquerschnitte, die wir für einen Demostand hier abgebaut haben und die demnächst zum Versand gehen nach Hannover auf die Ligna. Demostand und Fragmente, was wird da am Schluss draus gebaut? Genau, mit diesem Demohaus möchten wir unseren Kunden zeigen, dass wir auch Häuser bauen können. Okay, das heißt, konkret jetzt vielleicht gesprochen für diesen Balken hier. Was können wir an diesem Balken unseren Kunden zeigen? Dieser Balken besteht aus einzelnen Fragmenten, die zusammengeleimt und gepresst sind. Ja, bin ich echt schon super gespannt. Also man sieht ja tatsächlich jetzt hier auch die einzelnen Bretter, die hier zusammengeleimt wurden. Hast du noch ein weiteres Beispiel? Fabian, leider meine Zeit, die drängt. Ich muss weiter, aber du könntest mir noch an einer Sache unterstützen. Sehr gerne. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche unbedingt noch einen neuen Messeplan und den könntest du mir besorgen, bitte. Hi, du bist die Jasmin, oder? Der Thomas hat mich geschickt. Hi, ja klar. Super, ich bin auf der Suche nach einem Messeplan. Dann bin ich bei dir richtig. Ja, genau, klar. Schnapp dir einen Stuhl und setz dich. Okay, also das ist jetzt tatsächlich der Plan für die Ligna. Ja. Was ist denn jetzt da das Besondere daran? Das ist die Halle 14. Die grüne Maschine, wo du hier siehst, ist neben unsere HOMAG-Maschine. Unterhalb siehst du die einzelnen Stände, unter anderem das Innovationscenter. Es gibt noch 2 weitere Pläne, einmal den Weinmann-Stand und das große Holzhaus. Was ist denn so eine Herausforderung, wenn man so viele verschiedene Stände und dann vor allem auch in der Größe hat? Die größte Herausforderung ist, alles auf die einzelnen Standflächen richtig zu planen, dass es sinnvoll angeordnet ist, für die Kunden nachher auch frei zugänglich ist und alles gut übersichtlich ist. Und wie lange dauert das Ganze zu planen? Meistens so 9 Monate bis 1 Jahr. Und wie sieht es jetzt aktuell damit aus? Also wie weit sind wir zum jetzigen Zeitpunkt damit? Wir sind jetzt eigentlich in der Endphase. Wir müssen noch ein paar Wasseranschlüsse, Druckluftanschlüsse und sonstige Sachen machen, ja. Nur wow. So Kleinigkeiten. Vielleicht mal persönlich auf dich. Wie lange machst du das Ganze eigentlich schon? Was ist da deine Erfahrung, was sowas angeht? Ich bin jetzt schon länger dabei. Das ist jetzt meine 4. Ligna. Okay, wow. Und es macht aber auch immer Riesenspaß. Ja. Jedes Mal eine neue Herausforderung. Cool, das kann ich mir vorstellen. Der Thomas hat mich gebeten, ob ich ihm so einen Plan mitbringen könnte. Ja. Kannst du mir so einen Plan organisieren? Klar, kein Problem. Ich druck dir einen aus. Mega, Dankeschön. Perfekt. Also genau wie der Thomas mich beauftragt hat, die Jasmin wird mir jetzt den Messeplan druckfrisch überreichen und ich kann den damit direkt zum Thomas bringen. Hier dein Plan. Vielen Dank und dann würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns auf der Messe. Ja, mal schauen. Mach's gut. Mach's gut, ciao. Ciao. Tschüss. Thomas, ich habe einen Plan für dich und ich hoffe, es ist der richtige.
Ja, das ist genau der Richtige. Super gemacht, Fabian. Vielen Dank. Sehr gut. Kann ich noch irgendwas für dich tun? Ja, da fällt mir tatsächlich noch was ein. Und zwar, ich erreiche die Kollegen weltweit im Moment nicht und hätte gern gewusst, was deren Ligna-Vorbereitungen im Moment machen. Cool. Ihr habt's gehört. Eine neue Mission wartet und wenn ihr mit dabei sein wollt, nächste Woche gibt's eine neue Folge. Macht's gut.